Hallo und willkommen zum Adventskalender, heute am 19. Dezember. Und heute geht es wieder um den Nusskorb. Die Erdnüsse habe ich leider alle aufgegessen, aber zum Glück gibt es noch Walnüsse. Die Walnüsse, die produzieren einen Stoff, Juglon, das ist ein Naphthokinon. Und mit chemischem Namen heißt es auch 5-Hydroxy-1,4-Naphthokinon. Das kommt, weil man Kohlenstoffatome durchnummeriert und bei den Naphtokinonen geht das so. Hier am Kohlenstoff 5 ist eine Hydroxygruppe und hier an 1 und 4 jeweils eine Carbonylgruppe. Das ist ein C mit einer Doppelbindung zum O. Juglon ist ein brauner Farbstoff, der in den grünen Schalen der Walnüsse ca. 2-5% ausmacht. Allerdings existiert Juglon in den Schalen in seiner farblosen Form als Hydroxyjuglon, wo die beiden O-Gruppen hier durch Hydroxylgruppen ersetzt sind. Wenn das Hydroxyjuglon mit dem Sauerstoff in der Luft in Verbindung kommt, dann oxidiert es recht schnell zum Juglon. Wenn ihr schon mal mit grünen Nüssen hantiert habt, dann habt ihr vielleicht bemerkt, dass sie recht schnell dunkelbraun oder schwarz anlaufen, wenn man sie aufgeschnitten hat. Das liegt daran, dass das farblose Hydroxyjuglon oxidiert und zum Juglon wird. Und wenn man nicht aufpasst, dann hat man auch ganz schwarz gefärbte Finger. Weil es so schön färbt, ist Juglon traditionell auch als Farbstoff benutzt worden, zum Beispiel für das Färben von Stoffen, von Kosmetika oder auch als Haarfarbe. Juglon als Farbstoff, das kennen vielleicht nicht so viele, aber Henna ist bestimmt allen ein Begriff. Und der Farbstoff im Henna, das ist das 2-Hydroxy-1,4-Naphthokinon. Und wenn ihr gut aufgepasst habt, dann denkt ihr euch jetzt wahrscheinlich, das sieht aber schon sehr ähnlich aus wie das Juglon. Und recht habt ihr, denn beide sind 1,4-Naphthokinone. Der Unterschied liegt nur, dass hier die Hydroxylgruppe am 5. Carbon ist und hier ist es an Carbon 2. Und dieser Unterschied macht, dass das Juglon dunkelbraun ist und das 2-Hydroxy-1,4-Naphthokinon eher orange bis rotbraun. Bei uns zu Hause, da stand im Herbst manchmal so ein großes Glas mit angesetztem Schnaps auf der Fensterbank mit dem tollen Namen Oma Spezial. Und in diesem Schnaps, da waren unter anderem auch grüne Walnüsse drin. Und ich fand das als Kind immer sehr faszinierend zu beobachten, wie diese klare Flüssigkeit sich dann langsam braun gefärbt hat und dann zum Schluss richtig schwarz war. Jetzt weiß ich, dass das Juglon aus den Walnüssen war, was sich da rein verfärbt hat. Wo wir gerade bei den Farbstoffen aus Pflanzen sind, ich habe noch eine kleine Korrektur zu den roten Stoffen aus dem Rotkohl. Die habe ich immer Anthocyanine genannt, aber das ist verkehrt. Auf Deutsch heißen sie nur Anthocyane, ohne I. In meiner Forschung und auch während des Studiums habe ich hauptsächlich auf Englisch geredet und da heißen die Anthocyanins und da bin ich einfach davon ausgegangen, dass die auf Deutsch dann Anthocyanine heißen. Das tun sie nicht, sie heißen Anthocyane. Da habe ich wieder was gelernt und ich werde mich bemühen, diese Anthocyane in Zukunft auch so zu nennen. Und ich hoffe, ihr lernt auch ganz viel beim Schauen von meinem Adventskalender und seid auch morgen wieder dabei. Tschüss!